Der Entwickler Parallel 42 ist einer der besten, wenn es um die virtuelle Fliegerei geht. Die aus dem Microsoft Flight Simulator bekannte Circle B Ranch wurde nun auch für den American Truck Simulator umgesetzt, womit man einen völlig neuen Weg einschlägt. Da sich die Mosa AB9 Force Feedback Flight Base seit kurzem auch zu einer Handschaltung umbauen lässt, verschmelzen wir heute in diesem Video die Welten aus dem Truck und dem Flight Simulator miteinander, starten das verrückteste Crossover bisher auf meinem Kanal und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wir beginnen das Ganze mit dem Umbau der vorhandenen Hardware. Da meine Pedalerie bisher keine Kupplung hat, müssen wir die einmal nachrüsten. Außerdem müssen wir die Flight Base umbauen bzw. ergänzen und auch so platzieren, dass das mit dem Schalten nachher gut funktioniert. Die von mir verwendeten Pedale sind die SRP Light Pedals von Mosa, die in ihrer Grundausstattung in meinem seinerzeit gekauften Bundle kein Kupplungspedal beinhalteten. Dieses kann allerdings sehr einfach nachgerüstet werden. Hierzu öffnen wir die entsprechenden Schrauben, versetzen das Ganze ein Stück nach rechts und packen das Kupplungspedal auf die linke Seite. Das benötigte Verbindungskabel ist fest mit der Kupplung verbunden, muss dann hier entsprechend eingestöpselt werden. Das Ganze lässt sich tatsächlich denkbar einfach umbauen und entsprechend erweitern. Auch die Trittplatte an der Kupplung konnte ich wie bei Bremse und Gaspedal in der Höhe meinen Bedürfnissen individuell anpassen. Auch ein Versetzen beispielsweise der Bremse im Nachgang ein Stück weiter auf die rechte Seite wäre jederzeit noch möglich. Kabel verbunden, fertig. Weiter geht's mit der AB9 Base. Hier entfernen wir zuallererst den Flightstick und danach die Tischklammer. Anschließend montiert wird dann je nach Belieben einer der beiden Griffe aus dem Set der Active Shifter Knobs. Der Flightstick ist schnell abgeschraubt, man muss lediglich ein bisschen aufpassen beim Lösen des Steckers, der die elektrische Verbindung zu den Knöpfen herstellt. Und im Anschluss schrauben wir die Basis der Schalthebel an gleicher Stelle lediglich auf. Eine elektrische Verbindung gibt es hier nicht, da es keinerlei Knöpfe an den Hebeln gibt. Fertig montiert sieht das Ganze abschließend dann so aus. Für den Truck Simulator habe ich mich für den länglichen Griff entschieden. Die verwendete Tischklammer, wie alles andere auch, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Auch die Pedale sind nun komplett ausgerichtet und angeschlossen. Wir gehen zur Software über. Als allererstes sehen wir uns die Mosa App an und hier gehen wir jetzt selbstverständlich nicht in die Cockpit, sondern in die Pit House App. Truck, Wheel und Wheelbase waren hier schon fertig konfiguriert. Durch den Anschluss des Kupplungspedals musste die Pedalerie einmal neu konfiguriert bzw. kalibriert werden. Den American Truck Simulator habe ich zwar schon seit langer Zeit in meinem Steam-Account, gefahren bin ich bisher lediglich jedoch den Euro Truck Simulator. Wichtig ist, wir müssen auf der rechten Seite beim ATS in diesem Fall einmal auf Config klicken, damit am Multifunction Stalk von Mosa der ETS bzw. ATS als Profil entsprechend hinterlegt wird und nachher alle Knöpfe und Hebel wie beispielsweise die Blinker fehlerfrei funktionieren. Und jetzt kommt selbstverständlich ein spannender Punkt, denn die AB9 Base, also die spätere Schaltung, ist in der Pit House App neu. Als allererstes müssen wir hier oben von Flight Simulator Base auf Shifter umschalten und haben nun verschiedene Shifter Modes. Für meine spätere Verwendung gehe ich hier einmal auf 7+R Layout 1 und je nachdem, was wir hier auswählen, verändert sich hier nicht nur das Bild entsprechend des Shifter Modes, sondern auch die Flight Base, die jetzt eigentlich keine mehr ist, verändert ihr Schaltbild in der gewünschten Anordnung, alleine durch die wirkenden Kräfte der Motoren im Inneren. Auf der rechten Seite finden wir dann noch diverse Schiebregler, um das Force Feedback beispielsweise beim Gegendruck und so weiter fein abzustimmen. Das nächste, was wir benötigen, ist die Circle B Ranch für den American Truck Simulator von Parallel 42. Es ist der erste Inhalt für den American Truck Simulator dieses Entwicklers und der Aufbau der Homepage lässt vermuten, dass eventuell weitere folgen. Der Preis liegt bei 13,95 € zu Release. Der Inhalt funktioniert auch mit dem
aktuellsten Update 1.54 und ist auch mit anderen Erweiterungen kompatibel. Was zusätzlich zwingend erforderlich ist, ist der Wyoming DLC des American Truck Simulator und dieser wiederum ist über Steam erhältlich. Seit 2021 ist der zusätzliche Bundesstaat hier schon erhältlich, hat sehr positive Bewertungen und liegt preislich bei 11,99 €. Map-Erweiterungen sind sowohl im ETS als auch im ATS jederzeit zu empfehlen. Kleiner Tipp, über das Jahr verteilt finden hier immer wieder Sales statt, bei denen man ordentlich sparen und so seine Simulationswelt immer weiter ausbauen kann. Leider kann man im ETS bzw. im ATS sich nicht frei bewegen, also sprich aussteigen aus dem LKW und herumlaufen. Es ist halt nun mal ein Fahrsimulator. Über den Entwicklermodus kann man jedoch sein Führerhaus verlassen und über die Map schweben. Das ist zwar an manchen Stellen etwas hakelig und ich bitte das zu entschuldigen, aber so konnte ich zumindest ein paar der sehr schönen Locations aus dem DLC genauer ansteuern und in das Video packen. Hier also nun ein paar Eindrücke rund um das Gebiet der Circle B Ranch. Mit der Circle B Ranch erhalten wir freilich nicht nur eine optische Erweiterung, sondern es können auch entsprechende Aufträge gefahren werden, von kleiner, mittlerer oder großer Ladung eingehend und auch ausgehend. Es gibt 4 Ladezonen, 3 davon überdacht, eine im Freien, 2 neue Schlafzonen, 2 Reparaturzonen und eine Tankzone. Es gibt keinerlei Einschränkungen, was die LKWs angeht. Gewarnt wird allerdings vor tief fliegenden Flugzeugen, da wir uns hier auf einer aktiven Landebahn bewegen. Und ach ja, einen eigenen Radiosender gibt es übrigens auch, der ausschließlich am Gelände aus dem entsprechenden Radio ertönt. Aber hört selbst, wir fahren einfach mal los. Los! Down in the valley where the mountains rise, there's a little airstrip under endless skies. Circle B Ranch, it's a sight to behold, with its wooden hangars and stories untold. Pilots fly in just to touch the ground, where the air is thin and the silence surrounds. Widows peak nearby, daring and bold, only the brave souls dare to unfold. Circle B Ranch, where dreams take flight, in the glow of a moon, neath the stars so bright. Widows peak, a challenge for the bold. In the mountains. Neu berechnen. Auch im ATS selbst müsst ihr selbstverständlich in den Steuerungsoptionen alles entsprechend einstellen und hinterlegen. Beispielsweise müssen wir die Schaltung komplett konfigurieren, dass, wenn wir den 6. Gang erreicht haben, wir über eine Umschalttaste wieder von vorne beginnen können, um in den 7. zu schalten. Das klingt aber alles komplizierter, als es dann tatsächlich ist. Der Simulator hat in den Steuerungsoptionen entsprechende Assistenten, die einen an die Hand nehmen und durch die Einstellungen begleiten. Meine Blickrichtung steuere ich hier im Übrigen über den Tobii Eye-Tracker 5. Immer geradeaus. Neue Route finden.
Also, dass mich der Entwickler Parallel 42 einmal dazu bringt, mit dem ATS anzufangen, ich meine Flightbase zu einer Gangschaltung umbaue und ich im Anschluss über die Circle B Ranch in Wyoming bretter. Wenn mir das jemand Anfang des Jahres erzählt hätte, ich hätte ihn für komplett verrückt erklärt. Tja. Und hier bin ich nun, hab den Autopiloten an oder ist es vielleicht doch der Tempomat, ich weiß es nicht. Fakt ist, es macht mega Spaß. Für Fragen und Ergänzungen nutze sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Zur Unterstützung dieses Kanals bitte wie immer Däumchen und Abo an dieser Stelle nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.